Wir brauchen jetzt deine Hilfe. Zusammen mit euch müssen wir die K-Pop Demon Hunters und Saja Boys vor dem bösen Toilet Eater retten. Ihr seht, was mit Rumi passiert, wenn wir nicht alle K-Pop Demon Hunters retten. Sie werden aufgegessen. Zoe wurde bei dem Polizeirevier von Toilet Eater aufgegessen. Und Rumi wurde von Toilet Eater im Gefängnis aufgegessen. Und ihr Freund Gino wurde am See von Toilet Eater aufgegessen. Aber auch Abby und Baby Saja wurden von Toilet Eater aufgegessen. Wir überwachen heute mit unserer Drohne alle Orte und versuchen K-Pop Demon Hunters und die Saja Boys zu retten. Aus diesem Grund schaut dieses Video bitte bis zum Ende und abonniert jetzt unseren Kanal. Lasst jetzt noch ein Like auf dieses Video da. Nur mit eurem Like können wir wirklich alle retten. Wir verschwenden keine Zeit und starten mit euch jetzt die Drohne in 3, 2, 1. Seht hier direkt die Boote. Die Karte hat nicht gelogen. Und das Gute ist, wir haben Rumi nicht auf dem Friedhof gefunden. Das heißt, vielleicht ist sie dort bei den Booten. Wir müssen jetzt aber auch noch nach Mira Ausschau halten. Ihr habt es ja gesehen, Mira wurde auch gegessen. Gott sei Dank konnte sich aber Rumi von Toilet Eater befreien. Das bedeutet, für Mira besteht auch noch eine Chance, dass sie sich retten kann. Ja, deshalb müssen wir jetzt unbedingt schauen, ob sie sich vielleicht hinter einem Boot verstecken. Ich sehe sie aber nicht. Ich sehe Rumi nicht. Wir haben ja mit ihr telefoniert. Aber sie konnte uns leider nicht mehr sagen, wo sie sich aufhält. Auf dem Friedhof nicht. Hoffentlich finden wir sie hier bei den Booten. Wir haben nur eine Möglichkeit. Wir müssen mit der Drohne einfach alles ganz genau abfliegen und hoffen auf Glück. Ich suche hier weiter. Vielleicht versteckt sie sich ja hier hinter dem Gebäude. Ihr könnt es sehen. Das kann natürlich sein. Bei den Booten war sie nicht, aber vielleicht dahinter. Wenn ihr Rumi seht, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und abonniert unseren Kanal nochmal. Bitte, abonnieren ist komplett kostenlos. Weil nur zusammen können wir Rumi retten. Das ist wieder eine Armee von Toiletteneater. Das sind ja so viele. Wie krass ist das denn? So viele Toilet Eater. Das bedeutet, an jedem Ort gibt es irgendwo eine Produktionsstätte, wo die Toiletfresser hergestellt werden. Das werden ja langsam Tausende von Tausenden. Wir suchen weiter. Hier sind Schiffe im Wasser. Vielleicht befindet sich ja sie hier. Natürlich, das sind jetzt größere Boote. Vorhin waren es kleine Boote, das sind jetzt große Boote. Aber hier ist keine Rumi. Wo ist Rumi hin? Ich weiß es nicht. Und wo ist Toilet Eater? Oder mag Toilet Eater kein Wasser? Aber in der Toilette ist doch auch Wasser drin. Hier gibt es ganz viele Boote. Wir müssen alle abfliegen einfach und ihr dürft nicht abschalten. Die Boote werden ja immer größer. Von klein auf mittel und jetzt ganz große Frachter. Da kann sich natürlich eine Rumi perfekt verstecken. Aber es waren so viele Toilet Eater, die überrennen doch das Ganze einfach. Vielleicht versteckt sie sich hier in irgendeinem Gebäude, in irgendeiner Halle. Das kann natürlich auch sein. Wir fliegen mal jetzt etwas näher ran und weiter runter. Ich sehe aber niemanden. Ich sehe keine Rumi und auch kein Toilet Eater. Ja, und Mira ist immer noch gefressen worden, oder wie? Guck mal, da hinten ist eine Brücke. Vielleicht versteckt sie sich ja unter der Brücke. Unter der Brücke finde ich eigentlich ein sehr, sehr gutes Versteck. Wie wäre es, wenn wir jetzt mit der Drohne mal unter die Brücke fliegen? Wir fliegen mit euch jetzt zusammen unter die Brücke und ihr könnt es sehen, auf der Brücke fahren ganz viele Autos. Aber das ist echt eine große Brücke. Da gibt es bestimmt ganz viele Verstecke. Ich muss aufpassen, hier sind überall Bäume. Nicht, dass wir unsere letzte und zweite Drohne auch kaputt machen. Du weißt, danach haben wir keine dritte Drohne mehr. Ist die Drohne kaputt, haben wir es nicht geschafft, Rumi zu retten. Aber guck mal, hier sind ganz kleine Autos für Kinder. Wieso denn so kleine Autos? So kleine Autos gibt es doch gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Leute, hier kann sich doch nicht Rumi aufhalten, oder? So groß ist doch gerade mein Toilet Eater. Wir müssen auf jeden Fall Rumi finden oder Mira. Von den beiden! Oh nein, Zoe! Da ist Zoe und sie kämpft mit Toilet Eater. Es gibt's doch nicht. Jetzt ist auch noch Zoe als nächstes dran. Nein, gucken, sie wird gerade gegessen. Toilet Eater ist gerade. Die arme Zoe, ihr habt's gesehen, sie hat wacker gekämpft, aber am Ende hat sie verloren und Toilet Eater hat sie aufgefressen. Wo ist Toilet Eater hin? Der kann doch nicht einfach Zoe aufessen und jetzt ist sie weg. Natürlich abgehauen, weil ihre Mission war erfolgreich und du weißt doch, wie schnell Toilet Eater ist. Wusch und weg! Das bedeutet, der Toilet Eater ist jetzt wahrscheinlich wieder unten in der Kanalisation. Ja, was machen wir dann hier? Warum sind wir dann immer noch unter der Brücke? Wir konnten Zoe nicht retten, aber wir haben noch eine Chance, Rumi zu retten. Wir müssen auf jeden Fall zurück zu unserer Karte. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ja, dann beeil dich, steh auf! Leute, wir gehen jetzt zurück zu unserer Karte und suchen Rumi. Wir fliegen jetzt direkt mit unserer Drohne zum Schwimmbad und starten die Drohne in 3, 2, 1. Unsere Drohne ist jetzt in der Luft und ihr seht es, hier ist das Schwimmbad. Das ist das größte Schwimmbad der Welt. Dieses Schwimmbad besteht aus 3 Pools und da müssen wir Gino finden. Und 2 Pools sind ganz groß und es gibt noch einen kleineren Pool. Ihr wisst ja, Rumi ist gerade auch auf dem Weg und versucht, Gino vor dem bösen Toilet Eater zu retten. Pass auf, du darfst aber mit der Drohne nicht ins Wasser fliegen. Okay, ich fliege jetzt mal auf die andere Seite zum zweiten Pool. Vielleicht finden wir da irgendwas. Der sieht aber richtig tief aus. Da geht's richtig tief runter ins Wasser. Wenn ihr jemand seht, lasst es Das ist Gino und Toilet
Gino guckt aus Toilet Eater heraus. Gino wurde einfach aufgegessen. Die sind weggefahren. Wo sind die hingefahren? Wo ist Toilet Eater hin? Ihr habt's gesehen, der Toilet Eater hatte Räder und konnte rumfahren. Flieg einfach mal höher, vielleicht haben wir von oben einen besseren Ausblick. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Wir sind jetzt wieder ganz weit oben, aber ich sehe Toilet Eater nicht. Wo ist Toilet Eater mit Gino hin? Spult zurück, wenn ihr es nicht gesehen habt. Gino, sein Kopf hat aus der Toilette rausgeguckt. So gut kann man sich doch bei diesem Schwimmbad gar nicht verstecken, da ist doch nur Wasser. Hey, soll ich da mal zu der Rutsche fliegen? In der Rutsche kann man sich doch gut verstecken. Ihr kennt doch alle coole Wasserrutschen bei Freibädern. Ich hoffe nicht, dass es Light Eater ist. Wir fliegen jetzt zusammen mit euch zu dieser Wasserrutsche und hoffentlich finden wir dort Gino und Toilet Eater. Und ihr lasst alle jetzt ein Like da, damit wir mit euch zusammen Gino retten können. Schau mal hier! Oh mein Gott! Das ist Gino! Ja, schau mal, in der Rutsche drin. Toilet Eater rutscht hier einfach die Rutsche runter. Und die Rutsche ist echt sehr, sehr lang. Wir schauen mal, dass wir mit der Drohne hinterher fliegen können. Ich flieg mal unten raus. Wo sind die? Wow! Hier ist keiner. Wo sind die hin? Die sind einfach nicht mehr da. Ihr habt doch auch alle gerade gesehen, die Toilette war da genau in der Rutsche drin. Toilet Eater mit Gino ist gerade diese Wasserrutsche hier gerutscht. Und wo kommt sie raus? Sie kann doch nur unten rauskommen. Da fliege ich jetzt direkt mit euch hin. Guckt mal, Freunde, vielleicht finden wir hier jemanden. Da ist das Ende der Rutsche und da müsste doch Toilet Eater mit Gino rauskommen. Ich sehe nur Wasser. Da ist leider nichts, Leute. Ihr könnt es erkennen. Hier ist nichts. Da ist überhaupt niemand mehr. Aber wie kann das überhaupt geschehen? Ich weiß es nicht. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass wir hier Toilet Eater und Gino gefunden haben. Warte mal, was ist denn da in der Mitte? Hey, guckt euch das mal an. Siehst du das? Da ist irgendwas genau in der Mitte dieses Kreises. Was könnte das sein? Sieht aus wie ein Stein. Leute, das ist doch nur ein Stein, oder? Ja, aber warum ist es genau da? Oh nein! Baby Sarja kämpft mit einem anderen Toilet Eater. Was macht denn Baby Sarja da? Nein! Ich kann gar nicht hingucken. Ihr könnt nicht sehen, Baby Sarja wird gerade von Toilet Eater gegessen. Ich könnte wirklich heulen. Baby Sarja wurde einfach aufgegessen von Toilet Eater. Wo ist der hin? Wo ist Toilet Eater hin? Ich weiß es nicht. Mein Herz ist gebrochen. Willst du mir sagen, dass hier Gino und Toilet Eater ist und weitere Toilet Eater? Warte mal, aber diese Toilette war ja leer, weil da ist jetzt Baby Sarja drin. Wir müssen noch mal das ganze Schwimmbad abfliegen. Ich habe ein ganz böses Gefühl. Ich habe auch ein richtig schlechtes Gefühl. Vermutlich verstecken sich hier ganz viele Toilet Eater. Deshalb ist das ganze Schwimmbad ja auch leer, obwohl es so groß ist, bei schönem Wetter. Das bedeutet, dieses Schwimmbad wird beherrscht von Toilet Eater. Deshalb traut sich auch kein einziger Mensch rein. Es war nur Gino da und der arme Baby Sarja. Aber Baby Sarja wurde aufgegessen. Das müssen wir verhindern. Was ist, wenn noch Zoe oder Mira aufgegessen werden? Am besten schaffen wir es. Nein! Schau doch an! Das sind ja viele! Nicht eins, nicht zwei, nicht drei, Hunderte! Ich kann sie gar nicht an einer Hand abzählen, Leute. Das war eine ganze Armee. Tausende! Ich bin hochgeflogen, ich bin abgehauen. Ihr könnt es sehen, Leute, das war mir viel zu viel. Weil so viele können auch einfach unsere Drohne essen und dann sind wir in der Toilette drin. Ich will irgendwie nicht mehr in dieses Freibad. Lass uns woanders hinfliegen. Vor allem, wo ist Gino hin? Wir haben doch Gino gar nicht mehr gesehen. Wir haben nur gesehen, wie Baby Sarja aufgegessen wurde. Dann lass uns doch mal bei der Karte gucken. Vielleicht finden wir an einem anderen Ort Gino wieder. Sehr gute Idee. Dann gehen wir jetzt zusammen mit euch zur Karte. Wir befinden uns hier oben und fliegen aus diesem Grund direkt zum Supermarkt. Lasst jetzt alle ein Like dafür, Rumi. Und abonniert unseren Kanal. Abonnieren ist kostenlos. Nur so können wir Rumi retten. Wir dürfen jetzt keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen unbedingt sofort die Drohne starten. Unsere Drohne ist jetzt in der Luft und hoffentlich finden wir Rumi. Weil Toilet Eater hat ja Rumi aufgegessen. Deshalb schauen wir nach und hoffen, dass wir Rumi finden. Wir dürfen nicht zu spät kommen, denn der Toilettenfresser ist richtig böse. Wir müssen Rumi retten. Nein, ist die Toilette. Und siehst du mal, sie rennt weg. Wohin rennt die Toilette? Ich weiß es nicht. Wir müssen unbedingt hinterher fliegen. Ich habe den Toilet Eater verloren. Er war doch gerade noch hier. Wir dürfen ihn auf keinen Fall verlieren. Ihr habt ja gesehen mit Rumi. Er war richtig schnell, Leute. Und ihr wisst ja, Rumi wurde einfach von der Toilette aufgegessen. Und der Kopf von Rumi hat rausgeguckt. Er ist umgedreht und weggefahren. Aber jetzt sind wir hier bei dem Parkplatz von dem Supermarkt und ich sehe überhaupt nichts. Ich fliege gerade den ganzen Parkplatz von oben ab, aber hier ist keiner. Keine einzige Person. Wo ist Rumi und wo ist der Toilet Eater? Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nur eins, hier ist nicht mal ein Auto auf dem Parkplatz. Kann es vielleicht sein, dass die in den Supermarkt rein sind? Ihr lasst jetzt auf jeden Fall ein Like da. Wir müssen Rumi retten und das schaffen wir nur, wenn du jetzt ein Like auf dieses
Video gibst. Und abonniert gerne unseren Kanal. Abonnieren ist komplett kostenlos. Okay, wir fahren hier weiter. Da unten ist ein Auto. Jetzt ist ein Auto da. Dann weißt du was, wir müssen mal aus dem Parkplatz raus. Vielleicht ist jemand auf die Straße gegangen. Da rechts war was. Freunde, ich habe hier gerade rechts neben dem Parkplatz ein Gelände gesehen. Richtig viele Toiletten, glaube ich. Bist du dir ganz sicher? Leute, wir müssen dahin fliegen, oder? Ja, natürlich, da müssen wir nachschauen. Da könnte ja auch Rumi sein. Wir fliegen jetzt mit euch dahin. Ich habe da eine Vermutung. Ich habe da mehrere Toilet Eater gesehen. Meinst du dort? Dort sollen Toilettenfresser sein? Ihr könnt es sehen. Hier sind ganz viele. Oh mein Gott, es ist ja nicht nur eine, nicht nur zwei, nicht nur drei. Es sind ganz, ganz viele. Es sieht so aus, als wäre das ein Lager. Bedeutet das, es gibt nicht nur einen Toilet Eater, sondern ganz viele, mehrere Toilet Eater? Ja, ihr habt es gesehen. Es gibt Millionen Toilet Eater. Aber welcher Toilet Eater hat denn jetzt Rumi aufgegessen? Ich weiß es nicht. Der, mit dem der Kopf rausguckt. Ihr habt es gesehen, aus der Toilette guckt der Kopf von Rumi raus. Dann müssen wir ja genau diese Toilette jetzt suchen. Wir suchen sie mit euch. Ihr schaltet nicht ab. Ja, da ist Rumi und da ist der Toilet Eater. Und er fährt weg. Ihr seht, die Toilette hat Räder und fährt weg. Hast du gesehen, wie schnell? Wir müssen hinterherfliegen mit der Drohne. Ich flieg sofort hinterher, aber die ist viel zu schnell. Wo ist sie hin? So eine schnelle Toilette habe ich ja noch nie gesehen und da ist ausgerechnet Rumi drin. Ich folge jetzt diesem Auto. Vielleicht folgt dem Auto ja der Toilette. Ja, aber wir suchen natürlich den Toilet Eater auf Rädern. Wow! Wow! Die Drohne ist gecrashed. Weil du zu schnell geflogen bist. Ich bin, glaube ich, gegen den Seil geflogen. Kannst du sie noch starten? Ihr müsst das Handy jetzt umdrehen. Die Drohne liegt auf dem Kopf. Ich kann sie nicht mehr starten. Oh nein, da ist Toilet Eater. Er läuft vorbei. Nein, was machen wir denn jetzt? Starte die Drohne. Bring sie in die Luft. Lass uns zurück zur Karte gehen. Wir fliegen jetzt zum Kino, auch wenn wir dort nicht hinfliegen dürfen. Aber wir riskieren es für euch. Deshalb lasst jetzt alle nochmal ein Like da. Nur mit deinem Like können wir Gino retten. Und wir starten jetzt sofort die Drohne und fliegen zum Kino. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Kino und da vorne könnt ihr es schon sehen. Hoffentlich ist da Gino und Toilet Eater, weil der ist ja vom Schwimmbad abgehauen. Wir versuchen es jetzt einfach mal hier. Wenn wir hier niemanden finden, fliegen wir direkt zum nächsten Ort. Aus diesem Grund schaltet nicht ab. Schaut mal, wie groß das Kino ist. Da ist ja gar niemand. Da ist überhaupt kein Mensch, wieder wie beim Schwimmbad. Bedeutet das etwa, hier sind wieder Toilet Eater, wenn kein Mensch da ist? Das kann ich wirklich nicht glauben. Die können doch nicht überall sein. Hier haltet die Augen. Da ist Rumi. Und sie kämpft. Oh nein. Gegen Toilet Eater. Und dann rennt sie weg. Wohin rennt sie? Ich weiß es nicht. Ihr seht es. Was macht Rumi denn da? Sie hat uns doch am Anfang des Videos angerufen und gesagt, sie wird auch Gino suchen und retten. Und natürlich, und sie ist einfach zum Kino gegangen. Vielleicht sucht sie auch alle Orte ab und jetzt haben wir sie zufällig hier beim Kino getroffen. Aber Gino haben wir nicht getroffen. Wir haben jetzt nur Rumi gesehen. Lasst jetzt ein Like da. Und abonniert diesen Kanal, denn abonnieren ist komplett kostenlos auf YouTube. Vor allem, wenn du jetzt ganz neu auf unserem Kanal bist und uns noch gar nicht kennst, abonnier uns einfach. Pass mal auf, du fliegst gerade vom Kino aufs Dach. Wow, oh nein! Auf dem Dach ist ein Toilet Eater. Was macht denn eine einzige Toilette oben auf dem Dach des Kinos? Der bewacht das Kino. Das Kino gehört auch dem Toilet Eater. Und schaut natürlich runter, ob nicht einer von den Sarja Boys da irgendwo ist. Wie ein Soldat salutiert der oben auf dem Dach. Und hier könnt ihr sehen, das ist der Haupteingang des Kinos. Wir fliegen weiter. Wir haben auf jeden Fall Rumi gefunden. Wir müssen jetzt noch Gino finden. Wir dürfen auf keinen Fall zulassen, dass Rumi oder Gino, das Traumliebespaar von Toilet Eater, aufgegessen wird. Wir fliegen wieder zurück auf die Seite, wo wir Rumi gefunden haben. Vielleicht ist Rumi ja wieder zurückgekommen. Okay, wir fliegen jetzt einfach weiter. Ihr schaltet nicht ab. Nein! Das ist Abby! Nein, was passiert denn gerade mit Abby? Ihr kennt doch alle den super schönen, sexy Abby, und er wird gegessen. Er hat versucht, sich zu retten, aber er hat es leider nicht geschafft. Abby wurde einfach von Toilet Eater aufgegessen. Wie Sarja, Baby, Sarja. Ihr wisst ja, wie stark Abby ist. Wie habt's gesehen? Der Toilet Eater ist stärker. Abby ist zwar stark, hatte aber keine Chance gegen Toilet Eater. Was ist denn das Toilet Eater? Bisher wurde Baby Sarja gegessen, Abby wurde gegessen, Gino wurde gegessen, Rumi zum Glück noch nicht. Die wurden versucht zu essen, aber die haben sich beide befreit. Hey, wir müssen auf jeden Fall auch noch gucken in diesem Video, wo Mira oder Zoe ist. Sollen wir mal auf der Karte nachschauen? Ja, natürlich, wir müssen alle retten. Ich kann es nicht glauben. Zoe wurde gerade aufgegessen von dem Toilettenfresser. Dann lass uns direkt zur Baustelle fliegen, um Rumi zu retten. Das ist unsere einzigste Chance. Hier haben wir noch nicht geguckt. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Drohne muss in die Luft. Das ist unsere letzte Chance. Hoffentlich finden wir Rumi hier auf der Baustelle. Ich kann nur eins sagen, wir werden es schaffen. Wir werden Rumi retten vor dem bösen Toilet Eater. Ihr habt es ja auf der Karte gesehen. Der Toilet Eater war alleine. Der Kopf von Rumi war nicht mehr in der Toilette drin. Und eine Baustelle ist ein sehr guter Platz, um sehr gut
gute Verstecke zu suchen. Wir wissen auf jeden Fall, dass Mira gegessen wurde und jetzt auch noch Zoe von dem bösen Toilettenfresser. Aber Rumi kriegt der Toilet Eater nicht. Wir müssen Rumi auf jeden Fall mit euch... Da ist sie! Rumi versteckt sich, ihr seht es. Sehr gutes Versteck. In der Baustelle, in dem kaputten Haus drin. In der letzten Etage, wo der Toilet Eater nicht hin kann. Jetzt am besten suchen wir jetzt Toilet Eater und schauen, ob Toilet Eater überhaupt in der Nähe ist. Rumi ist wieder zurückgegangen. Rumi versteckt sich in dem Gebäude, da können wir aber nicht rein. Natürlich nicht, aber Toilet Eater kann auch nicht rein. Das heißt, Toilet Eater muss irgendwo da unten sein oder am Haus. Okay, wir fliegen weiter, Freunde. Ihr könnt es sehen, dieses Versteck ist perfekt. Rumi ist wirklich schlau. Genau da habt ihr gerade Rumi gesehen. Genau da versteckt sich Rumi im Gebäude drin. Ihr könnt es sehen, guckt mal, Freunde. Hier sind ganz viele große Öffnungen. Und überhaupt kein Fenster mehr. Man könnte da eigentlich mit der Drohne reinfliegen, weil es keine Fenster gibt. Wir fliegen jetzt auch zusammen mit euch rein. Nein! Rumi kämpft! Nein! Wir kämpfen mit Toilet Eater! Toilet Eater hat Rumi gefunden. Ich hoffe, Rumi ist stärker mit ihrem Schwert! Rumi rennt weg, sie rennt weg! Ja! Ich glaube, Rumi schafft es wirklich! Freunde, ihr könnt es sehen, die Rumi ist wirklich tapfer und stark, sie ist abgehauen. Und sie wurde, ganz wichtig, nicht aufgegessen. Das bedeutet, Rumi hat sich gerade erfolgreich gegen den Toilet Eater gewehrt. Das bedeutet aber auch, Toilet Eater weiß, wo Rumi ist. Toilet Eater ist auch bei der Baustelle. Und ihr wisst ja, ein Toilet Eater kommt selten allein. Jetzt kommen wahrscheinlich bestimmt noch alle seine Freunde. Deshalb müssen wir mit der Drohne jetzt weiterfliegen. Ich weiß, dass wir es schaffen. Rumi mit uns zusammen werden es schaffen. Das sicherste ist, wenn sie sich innerhalb des Gebäudes verstecken. Ja, natürlich. Und deshalb fliegen wir außen rum und schauen, ob da noch andere Toilet Eater sind. Das ist die Tür. Was ist damit? Die ist offen. Soll ich reinfliegen? Das ist doch unsere Chance. Die Tür ist offen. Wie geil ist das denn? Wir fliegen mit euch jetzt zusammen in diese Tür hier rein und dann hoffen wir, dass wir Rumi retten können. Dann schauen wir mal, was hinter der Türe sich befindet. Oh mein Gott! Da ist sie. Hier ist Rumi. Warte, sie winkt uns. Sie braucht unsere Hilfe. Aber wir können doch nichts ausrichten mit der Drohne. Dann müssen wir jetzt sofort zu dieser Baustelle gehen. Ihr kommt mit zur Baustelle. Wir retten Rumi mit euch zusammen. Rumi ruft an. Geh sofort ran. Ich vermute, dass Gino sich aus dem Inneren des Toilet Eater befreien konnte, aber immer noch von ihnen gefangen gehalten wird. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass er auf einem abgelegenen Bauernhof versteckt ist. Einem Ort, an dem die Toilet Eater selbst leben und ihn unbemerkt festhalten können. Zwischen Ställen, Feldern und versteckten Gebäuden können sie ihn bewachen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Ihr müsst deshalb sofort die Drohne starten und das gesamte Gelände aus der Luft überwachen. Achtet auf Bewegungen, Lichter oder Wege, die nicht zum normalen Ablauf eines Bauernhofs passen. Während ihr von oben sucht, werde ich mich am Boden annähern und versuchen, Gino direkt zu finden. Ich kenne mein Baby Gino und weiß, wie er tickt, was er denkt und wie er fühlt. Wenn wir unsere Kräfte so bündeln, erhöhen wir die Chance, ihn rechtzeitig zu finden. Wenn ihr etwas Auffälliges entdeckt, informiert mich sofort, damit wir gemeinsam handeln können. Rumi hat aufgelegt. Habt ihr gehört, was sie gesagt hat? Ich kann es gar nicht glauben. Wir sollen sofort mit unserer Drohne zum Bauernhof fliegen. Sie wurde ebenfalls vom Toilet Eater beim Kino verfolgt und deswegen ist sie abgehauen. Und sie denkt, dass Gino beim Bauernhof ist. Wir nehmen sofort unsere Drohne und fliegen mit euch dahin. Ihr könnt es sehen, hier vorne ist der Bauernhof. Und da sind 1000 Gänse? Warum sind hier so viele Gänse? Es ist doch ganz normal, dass Tiere auf einem Bauernhof leben. Du hast komplett recht, Freunde. Schau mal die Gänse an. Was passiert mit denen? Die laufen alle ins Haus rein. Die laufen alle in eine Richtung, aber warum? Als wäre irgendein Toilet Eater hinter ihnen und hätte Angst. Schaut mal, die wollen alle wieder von draußen nach innen. Ah, die rennen. Schaut mal, die haben Angst. Wahrscheinlich ist der Toilet Eater hinter uns. Wahrscheinlich müssen wir jetzt kurz mit der Drohne da hinten hinfliegen. Vielleicht finden wir da Toilet Eater, die haben alle Angst. Ihr kennt es doch, Tiere spüren Angst als allererstes. Ja, natürlich. Überleg mal, da hinten ist ein Toilet Eater. Und hier ist eine Allee aus Bäumen. Da versteckt sich bestimmt ein Toilet Eater. Deshalb sind die Tiere alle abgehauen. Wir fliegen zusammen mit euch da jetzt hin und gucken, ob wir irgendjemanden entdecken. Zwei Toilet Eater. Nur 2 Stück. Ich glaube, die bewachen das Haus dahinter. So wie das Kino auf dem Dach. Da war einer und jetzt sind sogar 2. Dieses Haus wird gerade von Toilet Eater bewacht. Du hast doch Rumi am Telefon gehört. Und da unten ist eine offene Tür. Wir müssen die Chance ergreifen. Wir müssen versuchen, da reinzufliegen. Rumi hat gesagt, sie geht davon aus, dass Gino genau dort ist. Ihr habt Rumi am Telefon gehört. Sie hat gesagt, er ist hier am Bauernhof. Er muss sich hier verstecken. Deswegen sind wir auch dahin geflogen. Und was passiert? Wir treffen direkt 2 Toilet Eater. Ich fliege jetzt direkt hier in dieses Haus rein. Da ist Gino. Er ist gefangen. Er ist aber nicht mehr in der Toilette drin. Das
Das heißt, er konnte sich von dem Toilet Eater befreien, aber er ist jetzt gefangen. Er wird gefangen gehalten von den Toilet Eatern. Wir fliegen weiter. Wir müssen gucken, wo hier die Toilet Eater sich verstecken und befinden. Da ist Romans und er kämpft gegen Toilet Eater. Ihr seht es. Oh nein, er wird schon wieder gegessen. Haben wir jetzt auch noch Romans verloren? Wir haben Romans verloren, wir haben Abby verloren und Baby Saja verloren. Das gibt's doch nicht und Gino wird dort gefangen gehalten. Romans war da, um ihn zu befreien. Das heißt, das ist das Hauptquartier von allen Toilet Eatern, die Hauptzentrale. Wir haben aber bis jetzt erst 3 Toilet Eater getroffen. 3 Stück, das schafft Gino alleine. Ihr habt schon so viele Likes da gelassen, dass Gino sich von dem Toilet Eater befreien konnte, aber er ist immer noch gefangen. Zusammen schaffen wir es 100%ig, Gino und Rumi zu retten. Bitte lasst nochmal ein Like da. Pausiert dieses Video und drückt Liken. Aber wir schauen jetzt uns ganz genau dieses Haus an, weil dieses Haus sieht echt komisch aus. Es ist gruselig, verlassen. Hier liegt überall nur Müll herum. Natürlich, deshalb wohnen ja auch dort die Toilet Eater. Die fühlen sich dort wohl. Das macht Sinn, natürlich. Toilette ist schmutzig und das ist alles schmutzig hier. Das Problem ist, dass genau dort Gino gefangen gehalten wird. Okay, wir umfliegen einmal das Haus und dann versuchen wir Gino zu befreien. Wir versuchen mit unserer Drohne Gino aus dem Haus zu retten. Jetzt schauen wir noch mal an. Wir müssen aber aufpassen und genau schauen, wo jeder einzelne Toilet Eater ist. Schau mal, da unten ist ein Tisch, als würden die Toiletten hier sich gemütlich einrichten. Oder waren vielleicht früher mal Menschen dort, die natürlich jetzt nicht mehr dort sind. Warum? Weil Toilet Eater jetzt da ist. Toilet Eater hat alle Menschen aufgegessen. Was ist das denn? Sieht aus wie ein Gefängnis. Ein Gefängnis? Das sieht aus wie so ein Viereck, mehr nicht. Leute, wir fliegen mal näher. Ihr seht ja hier dieses Panzerglas. Das ist ein Gefängnis. Da ist ja überhaupt nichts drin. Schau mal, der Raum ist komplett leer. Ohne Möbel, ohne Stühle, einfach nichts. Lass uns jetzt mal Gino retten. Wir werden jetzt zusammen mit euch Gino retten. Wir vergessen jetzt einfach diese Zelle hier. Wo war der nochmal? Wo wurde er gefangen gehalten? Hier in diesem Haus. Ihr seht es, der Eingang ist offen. Flieg nochmal rein und gib ihm mit der Drohne irgendein Zeichen, dass wir da sind und ihr auch. Wir fliegen mit euch rein, weil ihr dieses Video bis jetzt noch schaut. Bitte schaltet nicht ab. Lasst ein Like da für Gino. Er ist weg. Er ist weg. Wo ist er? Denkst du, Gino konnte abhauen, weil ihr so viel Likes gegeben habt und unseren Kanal abonniert habt? Genau da war er doch noch vor einer Minute gefangen von den Toilet Eatern. Weil ihr da draußen uns abonniert habt, konnte er sich befreien. Lass uns mal auf der Karte nachschauen, wo sich Gino jetzt befindet. Auf zur Karte. Gino war da und konnte sich befreien. Aber Romans wurde von Toilet Eater aufgegessen. Wir müssen Gino retten und er kann sich nur an 2 verschiedenen Orten aufhalten. Entweder hier oben beim großen Flughafen oder hier unten beim Schrottplatz. Wir fliegen mit euch direkt zum Schrottplatz, weil hier ein gelbes Warnschild ist. Wir sind jetzt hier beim Schrottplatz und wenn Gino hier nicht ist, fliegen wir direkt zum Flughafen. Ich kann nur hoffen, dass Gino und Toilet Eater hier beim Schrottplatz ist. Das ist eine Armee von Toilet Eatern. Ich habe Angst. Schaut mal, wie viele das sind. Immer da, wo keine Menschen sind Toilet Eater. Wir fliegen weiter. Wir sind hier auf jeden Fall richtig. Hier muss sich Gino befinden. Vielleicht ist hier auch Abby, Baby Saja oder Romance. Vielleicht haben sich dort alle hierhin getroffen. Das wäre richtig gut, wenn die gegessen werden und hier alle auf dem Schrottplatz landen. Das wäre super. Dann können wir alle auf einmal befreien mit eurer Hilfe. Deshalb lasst jetzt alle mal ein Like da. Mira und Zoe verstecken sich hinter dem grünen Container. Das Versteck ist aber auch sehr, sehr gut. Aber was macht denn Mira und Zoe auf dem Schrottplatz? Die wollen wahrscheinlich auch Gino retten. Ja, natürlich. Die haben gehört, dass Gino dort ist und da ganz viele Toilet Eater sind. Wir wissen jetzt, alle K-Pop Demon Hunters, Rumi, Mira und Zoe suchen nach Gino. Dann muss Gino dort sein. Ich bin mir ganz sicher, ich habe ein richtig gutes Gefühl. Ich habe auch ein sehr gutes Gefühl. Schaltet nicht ab, schaut das Video bis zum Ende. Wir fliegen vielleicht noch zum Flughafen. Und Leute, schaut mal, wie cool ist das denn? Cameron und Flexi Handyhüllen. Diese Handyhüllen sind auf jeden Fall kein Schrott. Diese Handyhüllen beschützen dein Handy vor jedem Toilet Eater. Und diese Handyhüllen gibt's für jedes Modell. Klickt dazu einfach jetzt unten unter das Video auf das Handyhülle. Genau, unter dem Video findet ihr den Button. Einfach draufklicken und bestellen. Gibt's für jedes Modell. Wir fliegen weiter, wir müssen Gino finden. Ich habe ein gutes Gefühl, wir werden Gino jetzt hier finden und retten. Gino, er kämpft. Er kämpft gegen die Toilette. Du hattest recht. Er gewinnt. Er gewinnt, Leute. Schaut mal, Leute. Gino gewinnt gegen eine Toilet Eater. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Gino ist stärker und er rennt weg. Er ist weggerannt. Ja, natürlich. Er hat eine Toilette besiegt. Richtig gut gemacht, Gino. Wenn der Gino hier ist und sich versteckt, dann braucht er unsere Hilfe. Du weißt warum. Es gibt ja nicht nur eine Toilette da. Da sind ganz, ganz viele Toilet Eater. Lass uns da direkt hingehen und ihr kommt mit. Entweder ist der Toilettenfresser zum Boot gegangen oder zum Wald.
Dann fliegen wir jetzt einfach mit euch zusammen direkt zum Wald und hoffen, dass wir den Toilet Eater finden. Und Rumi retten können. Wir sind jetzt hier in dem Wald. Hoffentlich ist hier der Toilet Eater und Rumi, damit wir sie retten können. Aber ihr wisst ja, ein Wald ist immer sehr, sehr groß. Da ist ja ein Pfeil auf dem Boden. Der zeigt nach rechts. Das bedeutet, wir müssen nach rechts fliegen. Auf keinen Fall. Wenn ein Pfeil auf dem Boden liegt, auf keinen Fall in die Richtung gehen. Wir müssen in das Gegenteil gehen, nach links. Du meinst, es ist eine Falle? Ja, das ist hundertprozentig eine Falle von Toilet Eater. Okay, du hast recht. Wir fliegen jetzt nach links, auch wenn der Pfeil nach rechts gezeigt hat. Und hoffentlich finden wir da drin Rumi und den richtigen Toilet Eater. Warte mal, ich glaube, da war was. Wirklich? Leute, ich bin vorbeigeflogen. Ich drehe um. Bist du dir ganz sicher? Ich glaube schon. Im Wald innen drin. Hier. Wo? Da hinten. Nee. Da ist doch gar nichts. Sorry, ich habe mich geirrt. Hier ist niemand. Ich dachte, der wäre Rumi gewesen oder so. Okay, wir fliegen weiter. Wir sind auf jeden Fall auf der richtigen Spur. Dein Tipp, in die andere Richtung zu fliegen, war gut. Wir müssen uns aber echt beeilen, weil wir haben langsam geht uns die Zeit aus. Was ist, wenn Rumi was passiert? Was ist da? Hier ist Mira und sie kämpft gegen Toilet Eater. Was macht denn Mira da? Mira rennt weg. Dann am besten hinterher, dann retten wir jetzt Mira auf jeden Fall. Habt ihr das gesehen? Der Toilettenfresser will jetzt sogar Mira aufessen. Und hast du gesehen, es ist ein anderer Toiletten-Eater gewesen. Warum? Weil da war nicht Rumi drin. Wo ist sie hin? Ich habe sie verloren. Nein, hoch, wir müssen nach oben und den ganzen Wald mal anschauen. Soll ich aus dem Wald rausfliegen? Ja, dann können wir von oben den ganzen Wald absuchen. Okay, wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass der Toilet Eater auch Mira angegriffen hat und essen will. Die haben gegeneinander gekämpft, aber Rumi und Mira konnten sich befreien und ist weggerannt. Ich kann es nicht glauben, wir fliegen jetzt aus dem Wald raus und gucken, ob wir durch die Bäume irgendwas erkennen können. Wie sollen wir denn da eine Toilette oder die kleine süße Mira finden? Ich flieg mal nach da vorne. Siehst du, das ist eine Öffnung. Da ist eine Öffnung in den Bäumen. Vielleicht können wir da einen Blick reingucken. Da können wir wieder auf den Boden des Waldes schauen mit der Drohne in dem Luft aus. Das machen wir jetzt auch. Leute, ihr dürft nicht abschalten. Wir haben Rumi gefunden, aber noch nicht gerettet. Wir müssen unbedingt jetzt Mira finden. Da, meinst du dort? Ich meine hier. Ja, da können wir in den Wald reinschauen. Das ist ja richtig cool. Das machen wir jetzt auch mit euch. Wir werden nicht nur Rumi retten, wir werden jetzt auch noch Mira retten mit euch zusammen. Ich hätte nicht gedacht, dass Mira jetzt auch gleich gefressen wird. Ich flieg mal ein bisschen tiefer und schau, ob wir da reingucken können. Vielleicht sehen wir ja auch gleich was. Das sind mehrere Toiletten. Nein, und Mira, die suchen alle Mira. Denkst du, die 5, 6, 7 Toiletten hier suchen Mira? Die wissen, dass Mira im Wald ist und suchen den ganzen Wald ab. Deshalb sind es auch mehrere Toilet Eater. Das heißt, wir fliegen jetzt wieder zurück. Wir wissen, dass alle dort sind. Mira und mehrere Toiletten Eater. Die arme Mira. Stellt euch mal vor, da ist eine ganze Armee aus Toiletten und die suchen die arme Mira und Rumi haben sie schon. Ich will das gar nicht hören. Überleg mal, das würde uns passieren. Das wäre viel zu schlimm. Aus diesem Grund schaltet nicht ab. Wir haben euch. Ihr müsst das Video bis zum Ende schauen. Ihr lasst jetzt alle ein Like da, dann wird es euch auf keinen Fall passieren. Ich flieg geradeaus, oder? Ja, natürlich. Schau doch mal den kleinen Gang an. Da passt perfekt ein Toilet Eater rein. Wir fliegen mit euch jetzt hier geradeaus. Wir müssen nach... Oh, nein! Das ist Mira. Oh nein! Ich kann nicht hingucken. Sie wird gegessen. Nein, bitte nicht! Oh mein Gott, sie wird gerade aufgegessen. Toilet Eater. Mira wird von Toilet Eater gegessen. Ich kann's nicht glauben, die arme Mira wurde einfach gefressen. Lass uns zurückgehen zur Karte. Ich kann es gar nicht glauben. Mira wurde gerade aufgegessen. Aber schau doch mal, Rumis Kopf fehlt dem Toilettenesser. Ihr habt es doch vorhin gesehen. Da war wirklich noch der Kopf von Rumi drin. Jetzt ist er weg. Warum? Wie ist es passiert? Rumi ruft an. Ich kann es gar nicht glauben. Hebt sofort ab. Ich bin dem Toilet Eater entkommen. Ich weiß nicht wie, aber er hat mich nicht erwischt. Ich bin durch irgendein Rohr gefallen und jetzt bin ich in der Kanalisation. Es ist dunkel hier, alles stinkt und ich höre überall Tropfen und ein merkwürdiges Grollen aus der Ferne. Meine Hände zittern, ich kann kaum das Handy halten. Ich weiß nicht, wo ich langgehen soll. Jeder Gang sieht gleich aus, die Wände sind nass und das Wasser steht mir schon fast bis zu den Knöcheln. Sehr gut, Rumi, aber sag uns, wo du bist, dann können wir dir helfen. Wenn ich nach links schaue, sehe ich nur Schatten. Sie hat einfach aufgelegt. Sie hat gerade aufgelegt, wo sie uns sagen wollte, wo sie sich befindet. Das bedeutet, wir wissen jetzt nicht, wo Rumi ist. Das bedeutet, Rumi kann sich nur noch an 3 Orten befinden. Entweder auf dem Friedhof, auf der Baustelle oder auf dem Boot im See. Wir waren gerade beim Wald und der Friedhof ist ganz in der Nähe. Deswegen lass uns sofort zu dem Friedhof fliegen. Nein! Leider konnten wir nicht hören, wo sich Rumi aufhält. Deswegen probieren wir es hier beim Friedhof. Ausgerechnet ein Friedhof, das ist doch voll gruselig. Ich habe auch irgendwie Angst. Ich will da gar nicht reinfliegen. Und Halloween kommt ja erst und wir fliegen mit unserer Drohne über einen Friedhof. Das machen wir auf keinen Fall. Wir bleiben ganz weit oben und schauen, ob wir hier Toilet Eater oder Rumi sehen. Ich hoffe natürlich sogar nicht, dass wir Rumi hier finden, weil das ist so ein gruseliger Friedhof.
Ich mag diesen Friedhof auch nicht. Friedhof ist immer so ein Horrorort. Und was ist, wenn da irgendwelche bösen Geister sind, die unsere Drohne holen? Das dürfen wir auf gar keinen Fall riskieren. Wir müssen in dieser Höhe bleiben. Wir dürfen nicht näher runterfliegen. Andererseits kann es natürlich wirklich sein, dass da Rumi sich versteckt. Aber ich sehe ihn nicht. Ich sehe Rumi nicht. Nee, du hast recht. Und Toilet Eater sehen wir dort auf dem Friedhof auch nicht. Ihr schaut hier hoffentlich noch zu. Und wenn ihr Rumi seht, dann lasst es uns gerne wissen. Aber ich sehe hier keine Toilette und auch kein Rumi. Und man muss zugeben, der Friedhof ist gar nicht so groß. Ein Toilet Eater oder Rumi würden wir doch von da oben erkennen. Lass uns doch einfach zurück zur Karte gehen. Hier am Friedhof ist niemand. Ist mir zu gruselig. Lass uns direkt zu diesem Spielplatz fliegen. Der ist nur 2 Minuten von unserem Zuhause entfernt. Lass uns keine Zeit verschwenden und wir starten unsere Drohne direkt. Wir sind jetzt hier bei dem ersten Spielplatz. Hoffentlich können wir Rumi vor Slide Eater retten. Wir müssen sie unbedingt retten, alleine auch für Gino. Die sind doch ein Liebespaar. Ihr habt doch die Fernsehnachrichten gesehen. In unserem Fernseher gab es Nachrichten, wo sie kämpft gegen Slide Eater. Und wir sind jetzt hier bei dem Spielplatz direkt bei der Rutsche. Guck mal, hier ist die Rutsche. Da ist doch schon Slide Eater. Nein, wirklich. Der erste Spielplatz direkt Slide Eater. Ihr seht es, es ist eine Röhrenrutsche. Und aus der Röhrenrutsche kommen Zähne raus, ein böser Mund. Das sieht ja richtig ekelhaft aus. Ich muss weiterfliegen. Ich kann da gar nicht hinschauen, Leute. Guckt es euch an, wie brutal er aussieht. Pass lieber auf die Drohne auf, bevor die noch gegessen wird von Slide Eater. Ich bin ganz weit oben, damit uns die Rutsche, also der Rutschenfresser, nicht aufessen kann. Wir müssen aber jetzt aufpassen, nicht dass Rumi wirklich bei dem Spielplatz ist. Weil wenn Rumi bei dem Spielplatz ist, wird sie gleich gefressen von Slide Eater. Was ist, wenn Rumi schon längst gefressen wurde von dem Rutschenfresser? Natürlich nicht. Ihr habt dafür alle ein Like dagelassen, dass wir Rumi retten in diesem Video. Und ihr könnt es auch sehen, diese Slide Eater Rutsche hat sich verbarrikadiert. Man kann da kaum reinschauen in die Rutsche. Denkst du, da drin ist vielleicht jetzt schon Rumi? Das ist nur ein kleiner Spalt, aber ich sehe keine Rumi. Da ist niemand drin. Gott sei Dank ist da noch niemand drin in dieser Rutsche. Leute, Mann, ihr lasst auf jeden Fall ein Like auf dieses Video da und ihr müsst es bis zum Ende schauen. Ihr habt ja gesehen, wir haben noch 4 weitere Spielplätze, die wir heute mit euch abfliegen. Und wenn Rumi gefressen wird, dann ist Gino ganz arg traurig. Nicht nur Gino, sondern ich auch und ihr da draußen bestimmt auch. Dann gibt es keine Konzerte mehr von den K-Pop Demon Hunters. Okay, wir fliegen weiter. Schau mal, wer hier ist. Mira ist auf dem Spielplatz. Warum ist Mira auf dem Spielplatz? Was macht Mira auf dem Spielplatz? Ich weiß es. Sie hilft uns, nach Rumi zu suchen. Du meinst, Mira sucht auch nach Rumi? Ja, ganz genau. Deshalb ist sie dort auf dem Spielplatz, weil sie den gleichen Gedanken hatten wie wir. Sie möchte Rumi vor dem bösen Slide Eater, also Rutschenfresser, retten. Das heißt, wir sind jetzt schon eine Person mehr. Wir beide und auch noch Mira ist am Start. Und ihr da draußen, mit euch sind wir ungefähr 1 Million Leute. Aber was passiert, wenn jetzt Mira gefressen wird vom Slide Eater? Das wäre richtig schlimm. Wir müssen aufpassen. Wir haben euch, wir fliegen weiter. Wo ist Mira hin? Ich habe nicht aufgepasst. Nein, wo ist die? Wir sind immer noch auf dem gleichen Spielplatz, wo Slide Eater ist und Mira. Okay, aber die 2 haben sich noch nicht... Pass auf! Pass auf! Die Drohne! Ich bin abgestürzt. Leute, meine Drohne ist abgestürzt. Könnt ihr das sehen? Die Drohne ist nicht nur abgestürzt, nein! Mira kämpft gerade gegen Slide Eater. Dreht euer Handy um, damit ihr sehen könnt. Ich habe die Fernbedienung umgedreht. Die Drohne ist aufgekommen und die kämpfen gegeneinander. Schaut euch an, ich kann es gar nicht glauben. Was machen wir denn jetzt, wenn wir keine Drohne mehr haben? Lass uns eine neue Drohne holen. Hier ist unsere neue Drohne, aber schau mal, was da oben ist. Auf diesem Spielplatz haben wir Mira gesehen, aber Rumi war nirgendwo zu finden. Aus diesem Grund haben wir diesen Spielplatz durchgestrichen. Rumi kann sich aber noch an 4 weiteren Spielplätzen befinden. Einmal hier unten am Fluss. Oder bei diesen 3 Spielplätzen im Wald. Dann fliegen wir jetzt mit unserer neuen Drohne direkt zu diesem Spielplatz am Fluss. Wir dürfen auf keinen Fall Zeit verlieren. Wir müssen unbedingt Rumi retten. Wir sind jetzt hier beim 2. Spielplatz. Wir wissen aber immer noch nicht, wo sich Rumi versteckt. Am 1. Spielplatz haben wir Slide Eater und Mira getroffen. Wie sie beide kämpfen, wie krass ist das? Aber unsere neue Drohne ist jetzt hier bei dem 2. Spielplatz. Neuer Spielplatz, neues Glück, um Rumi zu retten. Okay, wir müssen nach Rumi Ausschau halten. Ihr wisst ja alle, wie Rumi aussieht. Wenn wir sie hier nicht finden, wir haben noch 3 weitere Spielplätze. Schaltet nicht ab und schaut das Video bis zum Ende. Aber was ich gerade schon sehe, ist auf jeden Fall eine kleine Rutsche. Die Rutsche ist da, aber sie ist nicht verschlossen. Das ist eine offene Rutsche. Was bedeutet das? Da ist Rumi, sie schaukelt. Nein, wir haben Rumi wirklich getroffen. Hier geht es wirklich gut. Es ist Rumi, was macht sie dort? Sie schaukelt auf dem Spielplatz, als hätte sie keine Angst. Natürlich nicht. Vielleicht gibt es auf diesem Spielplatz auch überhaupt keinen Slide Eater. Sie ist weggelaufen. Wo ist sie hin? Also bei der Rutsche. Ist sie gleich bei der Rutsche dort? Da ist was. Wo? In dem Meer? Aus dem Boden kommt was. Was ist das? Weißt du,
wie das aussieht. Es sieht doch so aus wie der Mund von Slide Eater. Und da drüben auf dem Spielplatz gibt es eine zweite Rutsche. Vielleicht ist deswegen Rumi abgehauen. Ganz hinten ist noch eine ganz viel größere Rutsche auf dem Spielplatz. Und ihr habt's gesehen, dieser Mund ist zum anderen Rutsche gelaufen. Weil auf dieser Rutsche ist gar niemand mehr. Ihr seht es, hier ist auch kein Mund in der Rutsche. Aber genau da hinten hat Rumi geschaukelt. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Was sollen wir denn jetzt machen? Wir müssen unbedingt nachschauen bei der großen Rutsche, ob dort Slide Eater ist. Weil wenn dort kein Slide ist, dann hat Rumi auch keine Angst mehr. Da ist diese ganz große Rutsche, ihr könnt sie sehen. Was passiert denn jetzt hier? Ist das Slide Eater? Das ist nicht Slide Eater. Nee, das ist nicht keine Slide Eater. Ihr seht es, ist keine Slide Eater Rutsche, weil sie nicht zu ist. Natürlich, deshalb ist Rutschen da. Das ist Rumi und sie kämpft mit Slide Eater. Oh nein, wer gewinnt? Bitte, Rumi, du musst gewinnen. Slide Eater ist so böse. Habt ihr gesehen, wie aus der Rutsche der Mund gekommen ist? Oh, wer hat denn jetzt gewonnen? Ich weiß es nicht, Rumi ist abgehauen. Ist die abgehauen? Oder wurde sie gegessen? Ja eben, wurde sie vielleicht aufgegessen oder ist sie abgehauen? Hat sie es geschafft? Spult zurück, Freunde. Schaut mal, ob Rumi gegessen wurde. Ich habe nicht aufgepasst. Du weißt, was das bedeutet, wenn sie gefressen wird. Dann ruft uns Gino an und wir können uns schlechte Nachrichten sagen. Ich hoffe nicht, weil die zwei lieben sich. Das ist das Liebespaar des Jahres. Und wir können nicht mehr auf Konzerte von ihnen gehen. Was hältst du davon, wenn wir mit unserer Drohne die Rutsche runterrutschen? Aber pass auf die Drohne auf, wir haben keine Tritte mehr. Ihr lasst auf jeden Fall ein Like dafür meinen mutigen Flug, Leute. Wir rutschen einfach mit der Drohne die Rutsche runter. Rumi, da ist Rumi. Was macht sie? Sie ist nicht gegessen worden. Sie chillt einfach da unten. Sie lacht die Slide Eater Rutsche aus. Vielleicht ist Slide Eater abgehauen. Ich weiß es nicht. Wir müssten Rumi hinterherfliegen. Sie ist weg. Wo ist sie hin? Sie ist abgehauen. Ist sie wieder rutschen gegangen? Ich weiß es nicht. Nee, die Rutsche ist leer. Die Rutsche ist komplett leer. Ihr könnt es sehen. Hier ist keine Rumi mehr. Und aber auch kein Slide Eater mehr. Sollen wir mal versuchen, die Rutsche mit unserer Drohne nach oben zu fliegen? Das ist vielleicht eine gute Idee. Vielleicht hat sich ja Slide Eater selbst versteckt, ganz oben. Ich versuch's, okay? In 3, 2, Pass auf! Pass auf! Was ist jetzt passiert? Du bist, glaube ich, gegen die Wand vom Slide Eater geflogen. Warte, Leute, ich versuche mal, ob ich noch die Drohne starten kann, ob ich fliegen kann. Ja, Ja, es klappt. sie geht wieder hoch, Gott sei Dank. Wie gesagt, wir haben keine dritte Drohne mehr. Es war richtig knapp, Freunde. Fast hätte ich unsere letzte Drohne kaputt gemacht. Aber wo ist Rumi jetzt hin? Die ist weg. Vielleicht ist sie wieder rüber zu der Schaukel gegangen. Soll ich da hinfliegen? Ja, da ist doch noch ein kleiner Spielplatz im großen Spielplatz. Wir fliegen wieder zu dem kleinen Spielplatz vom Anfang des Clips. Wenn ihr Rumi seht, schreibt sie in die Kommentare. Der Spielplatz ist doch nicht so groß. Ich sehe aber niemanden. Ich sehe keine Rumi. Da sind Reifen, da ist ein Tor Und da hier ist ist eine es- Tischtennisplatte. Und hier ist der kleine Spielplatz, der kleine Turm. Ihr seht ihn. Aber wo ist Rumi hin? Vielleicht versteckt sie sich im Wald. Hat die so Angst vor Slide Eater? Wir fliegen nochmal zurück zu der ersten Rutsche, wo sie geschaukelt hat. Da ist eine kleine Rutsche, das heißt, da dürfte auf keinen Fall Slide Eater sein, aber genau da war Rumi. Und hier sind die ganzen Munde aus dem Boden gekommen. Hey, hör auf, das zu sagen. Passiert es gleich nochmal, oder was? Der Boden geht auf! Nein, bitte nicht doch! Die Munde kommen wieder raus! Das ist kein gutes Zeichen. Du weißt, was danach passiert ist? Da kam Slide Eater und hat gegen Rumi gekämpft. Der Mund, ihr habt ja gesehen, es waren mehrere Munde, die suchen sich Rutschen aus und dann setzen sie sich fest wie ein Parasit. Denkst du, Rumi ist jetzt wirklich schon abgehauen, weil sie so Angst hat? Jetzt kommt einfach wieder ein Mund aus dem Boden. Ich weiß nur eins, dieses Video ist nicht für Kinder geeignet. Nicht für Kinder! Warte mal! Rumi rennt weg. Sie rennt weg, aber wohin rennt sie? Lass uns doch auf der Karte nachschauen. Zu einem anderen Spielplatz. Vielleicht, Leute, wir gehen jetzt zurück zur Karte. Auf diesem Spielplatz haben wir Rumi gesehen, wie sie gegen Slide Eater gekämpft hat, aber sie ist abgehauen. Das bedeutet, Rumi muss zu einem dieser Spielplätze am Wald gelaufen sein. Nur das Problem ist, wir wissen nicht, bei welchem Spielplatz sich Rumi versteckt. Ich kann es nicht glauben. Gino ruft an. Was will er von uns? Heb sofort ab. Habt ihr irgendwelche Neuigkeiten über Rumi? Ja, haben wir. Wir haben eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Welche willst du zuerst hören? Die gute Nachricht zuerst, bitte. Okay, die gute Nachricht ist, dass wir Rumi gefunden haben, aber das war auch schon die gute Nachricht. Ihr habt wirklich Rumi gefunden. Was ist die schlechte Nachricht? Die schlechte Nachricht ist, dass Rumi mit Slide Eater gekämpft hat und fast von Slide Eater aufgegessen wurde. Ich schwöre, wenn ich diesen Slide Eater in die Finger kriege, rutsche hin oder her, ich brenne das Teil ab. Wir müssen da sofort was machen. Wir können nicht so tun, als wäre das nur ein Zufall. Das Ding ist ein Monster. Versteht ihr? Ein verdammtes Monster, das Kinder frisst. Wir wissen auch nicht, warum Slide Eater auf einmal Rumi essen will. Slide Eater ist ja der Rutschenfresser und der ist sehr böse. Ihr müsst Rumi retten. Ihr habt's doch mit eigenen Augen gesehen. Helft mir, bitte sie zu retten. Lasst sie nicht aus den Augen. Ihr müsst auf mein Baby aufpassen, verstanden?
Er hat aufgelegt. Leute, ihr habt gehört, was Gino gesagt hat. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir müssen Rumi retten. Das ist das oberste Ziel, Rumi zu retten vor dem bösen Slide Eater für Gino. Dann lasst uns keine Zeit verschwenden und sofort die Drohne starten. Wir fliegen jetzt zu dem ersten Spielplatz im Wald. Das bedeutet, das ist jetzt der 3. Spielplatz, den wir mit unserer 2. Drohne abfliegen. Und in diesem Wald befinden sich noch 2 weitere Spielplätze mit womöglich Slide Eater Rutschen. Ich hoffe es natürlich nicht, aber seht mal diese Rutschen an, die sind wieder so groß, da wohnt doch bestimmt ein Slide Eater drin. Wir haben es ja gesehen, Rumi wurde verfolgt von dem Mund, der aus dem Boden gekommen ist und vielleicht hat sich ein Mund hier festgebissen. Rumi hat ganz klar... Nein, das ist Zoe. Was macht denn Zoe da? Sie läuft zur Rutsche. Nein, es kann doch nicht wahr sein. Wir wollten doch Rumi retten. Wieso ist denn Zoe jetzt auf dem Spielplatz? Vielleicht will Zoe auch unbedingt Rumi vor dem bösen Rutschenfresser Slide Eater retten. Natürlich, bei dem ersten Spielplatz war ja auch Mira da und wollte helfen. Und guckt euch mal diese Rutsche an. Es ist eine Röhrenrutsche, eine geschlossene Röhrenrutsche. Die Rutsche an sich sieht schon sehr, sehr gefährlich aus. Wir müssen näher ranfliegen. Das ist eine typische Slide Eater Rutsche. Ich hoffe es natürlich nicht, weil ihr wisst ja, Zoe ist dort. Ich guck mal mit unserer Drohne. Da ist Slide Eater! Nein, bei dieser großen Rutsche ist Slide Eater. Ich hab's befürchtet. Schaut euch mal die bösen Zähne an, diese blutigen Mund. Und da in der Nähe läuft einfach Zoe rum, um Rumi zu retten. Vielleicht weiß sie gar nicht, dass sich Slide Eater auf diesem Spielplatz befindet. Natürlich nicht. Sie dachte, Rumi wäre dort. Aber Rumi haben wir bis jetzt noch nicht getroffen. Wir schalten auf jeden Fall nicht ab. Wir fliegen weiter mit euch zusammen und ihr schaut das Video hier bis zum Schluss. Weil keiner von den K-Pop Demon Hunters darf vom Slide Eater gegessen werden. Auf gar keinen Fall. Ich bin der größte Fan von K-Pop Demon Hunters und du auch. Hier steht sogar Handtricks. Ja, die Mütze habe ich extra bei einem Konzert gekauft. Okay, Freunde, wir müssen uns konzentrieren. Wir müssen Rumi finden, bevor sie von Slide Eater gegessen wird.